Black ist beautiful. Ja, aber dieses Auto ist gar nicht black, sondern es ist ein ganz tolles Blau, dunkelblau Metallic mit orangefarbenen Akzenten, die vorne da sind. Es ist der Subaru Forester 2021 Hybrid mit einem E-Boxer integriert. Und wir verweisen hierzu auf ein eigenes Video, was wir gedreht haben, wo wir mal unters Auto gucken und uns den ganzen E-Boxer 2021 einfach mal anschauen. Wir sind im Saarland, in Saarbrücken. Hier ist Michael Sauer, Kfz-Meister. Ich grüße dich herzlich. Hallo Sven, grüß dich. Ja, du bist nicht Deutschlands größter Händler, sage ich jetzt mal, aber du bist bestimmt Deutschlands leidenschaftlichster Subaru-Händler. Also gibt es mit Sicherheit noch andere Kollegen, die genauso leidenschaftlich sind, aber es ist schon richtig, dazu gehöre ich schon, ja. So, ich mache mal die Lampe an, denn wir sind in einem Showroom. Normalerweise drehen wir ja oben. Du hast 2 Standorte, die wirklich in der Nähe sind. Hier ist auch deine Werkstatt. Und ja, hier steht er jetzt, ein Sondermodell, der ist richtig toll ausgestattet. Ja, das ist halt mal erstens mal diese dunkelblaue Farbe, die du schon angesprochen hast, die gibt es nur auf diesem Sondermodell. Die kann man sonst auf dem Forester gar nicht bestellen. Naja, das ist ja jetzt noch kein Hammer, muss man sagen. Ja, aber doch, diese Farbe, die wird schon gern genommen und der eine oder andere, der hat halt schon gesagt, ich finde es toll, dass jetzt der Forester mit der Farbe mal kommt. Und das ist also wirklich außergewöhnlich, zumal dieses Sondermodell limitiert ist, gibt nur 400 Stück. Und auch in Blau gibt es, glaube ich, nur 60, weil es gibt auch noch Silber, Schwarz und Weiß. Es steht dem Auto unglaublich gut, muss man sagen. Also ich sag mal, wir drehen ja viele Videos, aber die meisten Autos sind nicht blau. Ich glaube, das war der erste, den ich bisher gedreht habe. Ja, das stimmt. Also Blau ist auch so eine Farbe, die nicht jeden Tag, die man nicht jeden Tag sieht. Aber ich finde in der Kombination jetzt auch mit den schwarzen Rädern und den orangenen Applikationen sieht das richtig cool aus. Und ja, es ist mal wirklich eine frische Optik. So, wir gucken mal kurz. Hier vorne hat man so Akzente in Orange, die man natürlich auf Wunsch auch überfolieren könnte, wenn man das will. Aber es passt, das Blau und das Orange toll. Ja, genau. Also diese orangenen Punkte, die sind ja mehrfach im Auto zu sehen, sehen wir auch gleich noch innen. Das gibt dem Auto halt schon den Kontrast. Ja, die normalen Modelle vom Forester, die haben hier unten, wo diese orangene Linie an den Türen vorbeiläuft, ist das Silber abgesetzt und dann auch so schwarz polierte Felgen. Das gibt dem Auto eine ganz andere Optik. Außerdem haben wir hier jetzt auch in Wagenfarbe lackierte Griffe. Das ist bei den anderen Modellen auch immer Silber und auch die Reling ist bei den anderen Silber und das gibt dem Auto einfach eine völlig andere Optik. Sportlich, ja, muss man sagen. Also hinten haben wir noch so einen Spoiler, denke ich mal, der ist integriert. Der hat auch 2 Farben. Genau, da ist hier halt die Heckblende, die ist schwarz, die ist daher mit integriert und hier oben ist der Dachspoiler. So, hier sieht man auch wieder die orangefarbene Optik hinten drauf, die da ist. Der wird in Japan gebaut? Ja, wird alles in Japan gebaut. Und wie gesagt, jetzt zum 40-jährigen Jubiläum von Subaru in Deutschland ist dieses Sondermodell in limitierter Zahl zu haben. Ja, es ist ein E-Boxer. Wir verweisen auf dieses Video, was wir gedreht haben, wo wir nochmal erklären, da ist ein Elektroantrieb in der Getriebebox mit drin. Genau, Elektroantrieb in der Getriebebox ist mit drin. Dieser wird gespeist von einer Lithium-Ionen-Batterie, die hier hinten im Kofferraum, kann man kurz mal drauf gucken. Elektrisch, ja. Rückfahrkamera, jetzt gerade mal 2 Sachen gezeigt. Zufälligerweise liegt da auch ein Metermaß. Ja, das habe ich hier immer gern liegen, damit ich den Interessenten halt schon mal hier zeigen kann, dass wir hier auch eine Durchladebreite von fast 1,30 haben. Das ist schon außergewöhnlich breit. Also ich zeige es mal gerade. Wenn du dich mal hinsetzt, bitte, einfach mal reinsetzt, dass man mal so den Größenvergleich sieht, weil wir haben einen enormen Weitwinkel gerade drauf, weil wir das nicht haben. Ist schon für... Und deine Höhe heute? Meine Höhe 1,80. 1,80? Nicht ganz, 1,79. 1,79 halt. Plus. Ja, aber wir waren bei der Batterie. Und die ist darunter. Hier unter dieser Abdeckung, hier kann man sie sehen. Und schön. Nee, man kann sie nicht sehen. Ja, unter dieser Abdeckung sitzt sie dann. Die wird dann halt hier durch diese Kunststoffabdeckung nochmal verkleidet. Ja. Und wenn wir gerade dabei sind, hier gibt es auch eine Besonderheit, die muss ja belüftet werden. Und da haben wir hier so einen Lüftungsschlitz, der hinten ist ein Ventilator eingebaut bei der Batterie, also wenn die zu warm wird, dann wird hier über diesen Kanal Luft angesaugt. Deshalb sollte man auch darauf achten, dass hier nicht permanent eine Jacke liegt oder so.
So, hier sieht man auch, hier vorne findet man das Orangefarbene wieder. Das heißt, wir haben Sichtnähte in Orange. Genau. Kontrastnähte in Orange. Dann haben wir hier die Kurzlederverkleidungen auf der Türverkleidung und hier diesen grauen Stoff. Es riecht japanisch. Also ich kenne den Geruch von Toyota. Ja. Der ist wirklich so, die riechen ähnlich. Die riechen ähnlich, ja. Aber so ein neues Auto riecht immer gut. Also ich mag immer wieder. Und jeder riecht auch irgendwie ein bisschen anders, weiß nicht. Hat jeder so seine individuelle Note. Ja, aber das hier riecht japanisch, weil wir hatten den allerersten Starlet und der roch so wie der hier. Und nee, das war vor 50 Jahren gefühlt, ja. Starlet ist schon Zeit lang her. Aber das ist so, ich glaube, die Subaru-Kunden wollen, dass es so riecht. Und es riecht so geil nach Neuwagen. Das ist aber nicht negativ, sondern so, du hast so dieses. Das ist aber kein Spray, was du reingemacht hast. Nee, ist alles. So Neuwagenduft, Subaru. Die kommen ja, wenn die angeliefert werden, da sind die Sitze so eingepackt in so Plastikhüllen und die haben wir jetzt mal weggemacht. Und dann kann man auch das Design der Sitze sich anschauen und sieht dann. So, wir zeigen mal eine Besonderheit. Da ist natürlich richtig viel Platz und das Ganze ist komplett eben, wenn man möchte. Ja, also wir können hier elektrisch die Sitze entriegeln. Und einmal zicken und dann. Elektrisch wird das entriegelt und wenn ich jetzt Platz brauche, dann schiebe ich meinen Rollo einmal nach rechts und dann habe ich es draußen. Ne? Und dann habe ich hier ist das ein krasser Platz? Guck mal hier durch. Ja, also es ist schon, ja, Wahnsinn, ja. Also wir haben, soll ich den Meter nochmal rein? Ich glaube, wir haben 1,80, 1,90 fast. Nee, du darfst dich mal reinlegen. Mach mal. Du bist ja 1,80 Meter groß. Ja. Leg dich mal rein. Bist du 1,80? Ja. Ich grabe mal rein, ich mache. Danke. Genau, leg dich mal hin. Und tatsächlich, er ist mit ausgestreckten Beinen. Mit ausgestreckten Beinen. Und wenn du die jetzt mal hoch machst, die Füße, lang und dann die Füße mal ganz hoch, so ein ganz kleines bisschen. Also jetzt muss man sagen, der Sitz auf der Beifahrerseite ist komplett hinten. Der ist ja nach hinten geschoben, genau. Okay. Das heißt, man hat eher noch ein bisschen mehr Platz. Ja, jetzt können wir hier eine Matratze reinschmeißen und schlafen. Ja, wenn ich die Beine ein bisschen anziehe, geht das, ja. Gut. So ist es ja, keiner schläft ja ganz gerade. So, jetzt sind die umgeklappt. Hier vorne habe ich ja das Rollo mit drin. Was mache ich mit dem in der Zeit? Gibt es da eine Ablage für? Ja, das Rollo kann man wunderbar hier unten verstauen. Zeig mal bitte. Also hier sicher, ich kann es aber auch gerne reinlegen. Ja, dann kann man das hier abnehmen. Das Seitenteil wieder drauf. Jetzt noch nicht ganz. So. Das war's. Weg. Normalerweise liegt das immer in irgendwelchen Garagen rum. Wenn man keine hat, hat man ein Problem. Immer so ein Rollo rum. Gibt es Leute, die nach 2 Jahren kommen und sagen, habe ich gar nicht gewusst? Nee, weil die bekommen das bei uns immer erklärt, wie das geht. Es gibt eine Einweisung bei euch. Ja, sicher. Ehrlich? Von A bis Z. So, dann macht die Sitze nochmal elektrisch hoch. Nee, geht nicht. Spaß. Okay. Schon ist er oben. So, jetzt darfst du mal reinsetzen. Jetzt ist nämlich der Sitz ganz nach hinten. Wir haben es gerade eben schon mal gezeigt. Und trotzdem ist der 1,80 Meter große Michael Sauer, der Kfz-Meister Ihres Vertrauens. Was ist das denn? Ich hatte mal jetzt. Ist das die Schlafposition? Genau. Da kannst du jetzt hier dich so ein bisschen bequem nach hinten legen. Bitte nochmal langsam in Zeitlupe zum Mitmachen. Du kannst. Also hier ist eine Entriegelung seitlich, so eine Schlaufe. Und dann kann ich diese Rückenlehne so verstellen, dass ich halt hier in so eine Sesselposition komme. Also praktisch wie vorne kann ich meinen Sitz einstellen. Genau. So, jetzt ist er ja ganz vorne und trotzdem hast du richtig Beinfreiheit noch. Ja. Ich sitze hier wirklich perfekt, auch Kopffreiheit, jede Menge, trotz. Hier ist ein Schiebedach drin. Trotz Schiebedach. Trotz Schiebedach, denn das ist riesengroß, steht im Auto sehr gut, macht es sehr hell im Innenraum. Gerade wenn es so trist ist jetzt im Herbst und es wird früh dunkel, dann willst du jede Sonne oder jedes Licht tanken, was geht. Genau, ist auch ein Detail dieses Sondermodells, gibt es also ansonsten nur in der Platinum-Ausstattung mit Leder und so weiter, ist hier jetzt im Sondermodell auch mit drin. Jetzt haben die Amerikaner ja viele Halterungen für Getränke, das ist leider in den europäischen Modellen nicht drin, oder? Aber hier gibt es das auch. Guck doch. Oh Gott, ich zeig's mal. Nee, war Spaß. So, das kann ich einklappen. Du hast zweimal Isofix. Zweimal Isofix. Hier sind es drunter. Hier und hier. Und das gleiche natürlich bei mir auch auf meiner Seite auch noch. Ne? Da ist auch nochmal ein Isofix. Vorne ist keiner. Vorne ist, glaube ich, keiner, nein. Okay, hier vorne habe ich dann nochmal USB. Genau. Zeig mal. Hier, USB-Anschluss, Lademöglichkeit. Ja. Möglichkeit Gibt es einen Adapter auf USB-C, wenn das einer wissen will. Und da vorne, guck mal hier die Carbon-Optik, Michael. Hast du schon gesehen?
Das sieht so aus wie Carbon, ist aber keins, sondern ist es nur, ist so, ich habe beim kurzen Hinsehen gedacht, es wäre Carbon. Nee, ist es aber nicht, aber es ist ganz cool gemacht. Es ist halt in das Kunststoff integriert und ist halt schöner, als es glatt ist. Du hast eine ordentliche Tönung auf den Fenstern. Wenn man das so sieht, das kommt jetzt nicht so richtig rüber, aber das ist richtig so dunkel, du kannst nicht reingucken. Also hier ist die Hand dahinter. Ja. Aber das ist eine schöne Privacy-Verglasung. Passt auch wieder zum Gesamtbild des Autos. So, der Motor mal bitte öffnen, dass wir mal reingucken. Denn ohne Motor macht das Autofahren keinen Spaß. Das Besondere ist bei 8% Steigerung über 2 Tonnen Anhängelast. Das ist heute nicht mehr normal. Sondern schon gar nicht im Hybridbereich. Dort sinken die Anhängelasten schon unter 1500 Kilo oder um die 1500. Und bei 12%? Haben wir 1870, 200 Kilo weniger bei 12%. Ja. So, und hier ist der Boxer, sieht man nichts, aber ich verweise auf unser Video, denn da haben wir nämlich unter das Auto drunter geguckt. Genau. Das werden wir auch hinter das YouTube-Video direkt verlinken, dass Sie das mal schauen können. Wir gucken mal unter den Subaru, bitte. Also hier ist noch eine Besonderheit im Motorraum, wir haben hier 2 Batterien. Ne? Also hier eine rechts, die ist für die normale Bordelektrik. Die rote da mit dem roten? Diese da, ne? Das ist die Batterie. Und hier links haben wir noch eine Batterie. Das ist die Batterie, die ist nur für den Startgenerator und der sitzt hier unten. Also wir haben hier einen Generator, der auch gleichzeitig ein Starter ist. Und zwar ist das die Besonderheit von Subaru mit diesem Mild-Hybrid, wenn der in den E-Modus geht und dann muss er ja auch während der Fahrt wieder gestartet werden und das passiert über diese Batterie mit diesem Startgenerator. Gut, die haben es. Keilriemen wird dann halt quasi der Motor nochmal gestartet. Okay, das bedeutet, du merkst das überhaupt nicht, ja? Nein, man merkt es gar nicht, weil das natürlich ganz andere Drehzahlen erzeugt als ein Elektrostarter, der in den Zahlenkranz von der Schwungscheibe eingreift. Ja, okay, und es ist stark. Ich bin ganz begeistert. Hier vorne Kühler hat er auch? Ja, Kühler gibt es natürlich hinten dran, haben wir ja eben von unten schon gesehen. Hier mit 2 Motoren. Und da ist der Klimakondensator davor und hier sind die Lüfter. Genau. Ölfilter, schick, ne? Sag mal, da? Ja. Von oben? Ja. Ja, das ist dem ist Mechaniker, ja auch, da geht dem Mechaniker das Herz auf. Ja, ist ja blöd, dann ist das Öl ja gar nicht richtig rauszukriegen, oder? Ja, natürlich, das drehst du hier ab. Dann läuft das hier über so eine Bohrung nochmal nach unten. Das ist alles picobello sauber, versaut nichts. War Spaß. Geht gut. Und das heißt, das könnte man sogar selber machen. Das Coole ist, ich kriege für so einen Subaru weltweit Service. Also die gibt es überall. Ja, weltweit ist die Marke vertreten. In Deutschland, wie gesagt, seit 1980. Und wir sind Händler seit 1993. 93, ja. Ihr seid ein Verbund hier mit ganz vielen Händlern zusammen. Das heißt also, ihr seid eine starke Gemeinschaft. Du bist einer, ich sag mal, der leidenschaftlichsten, habe ich gesagt, aber es gibt auch Stützpunkthändler und so weiter. Das ist alles ein Team. Das heißt, ihr versteht euch gut unter den Subaru-Kollegen? Ja, also hier im Südwesten verstehen wir uns alle super und es gibt natürlich noch ein paar größere Händler im ganzen Bundesgebiet, mit denen man auch Kontakt hält. Leider im Moment finden ja wenig regionale oder überregionale Händlertagungen statt, sodass das eigentlich auf telefonische Kontakte beschränkt ist. Aber ich hoffe, dass man noch eine Zeit danach gibt und man die nochmal persönlich trifft. Aber wir sind eine ganz zusammen große Familie, das ist so. Kleines Detail hier, die Dichtung, die Gummidichtung über dem Scheinwerfer. Ja, das ist natürlich für Windgeräusche und Wasser wegzuhalten. Traum, ja, damit es so ist. Ja, wir schauen uns mal kurz den Einstieg an. Mach noch mal zu, damit es ein bisschen schöner ist. Der mit offener Haube darf man ja, glaube ich, gar nicht fahren. Die Lichtanlage Full LED? Ja, Voll LED mit Kurvenlicht und auch LED-Nebelscheinwerfer. Ne? Und auch hier haben wir wieder schwarze Elemente beim Sondermodell, die normalerweise silber sind. Ne? Hochglanz sogar, ja, genau. Lackiert. Hier vorne. Mach mal auf, bitte, dass wir das mal zeigen. Das Besondere ist, da wollen wir jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, das ist das Sicherheitssystem. Der fährt automatisch, der lenkt automatisch. Also er lenkt nicht voll, aber er hat einen Spurhalteassistent aktiv, der sehr gut funktioniert, hat mehrere Kameras, die heißen EyeSight. EyeSight, genau. EyeSight ist dieses Kamerasystem, das oben an der Windschutzscheibe die 2 Kameras hat, Stereokameras, die wie ein zweites Augenpaar auf die Straße schauen und dann darüber werden alle Assistenten halt gesteuert. So, zur Aufklärung, wir haben für dieses Video Geld von dir bekommen, also wir bekommen Geld von dir für die Produktion. Das ist eine bezahlte Produktion, aber es wirkt nicht so. Warum ist das so, dass du nicht hier, ja, ist der neue Subaru, jetzt Leasing, bla, nee, machst du nicht? Nee, mache ich nicht, weil ich einfach so das Auto erkläre, wie ich es meinen Kunden und Interessenten erkläre, die hierher kommen. Das fällt mir einfach viel leichter und ich bin
so wie ich immer bin. Hat sich die Struktur der Subaru-Kunden, seitdem wir die Videos drehen, die auf einmal sehen, oh, das sind ja sportliche Autos, die können viel. Ich meine, wir reden heute nicht darüber, dass wir Videos gedreht haben im Wald, im Matsch, wie man mit den Autos durchkommt. Denn auch mit dieser Bereifung, wie es hier drauf ist, da müssen keine BF Goodrich drauf, oder? Nee, müssen nicht, aber auch die Kunden haben wir, die diese Reifen wollen. Da haben wir ein bisschen Probleme ab und zu mit der Reifengröße. Die BF Goodrich, die machen die nicht alle so, aber es gibt auch andere Hersteller und dann kann man auch unsere Kunden zufriedenstellen. Ne? Aber es ist schon, wie du sagst, die Leute gucken die Videos, die kommen von überall her. Die rufen mich an, die schreiben mir E-Mails, bedanken sich für die konstruktiven Videos und ja, teilweise kaufen sogar Autos hier und kommen 200, 300, 400 Kilometer gefahren. Ne? So, CO2-Effizienzklasse B, geht das überhaupt? Also das Gewicht ja von dem Fahrzeug, es wiegt 1759 Kilogramm und wir reden von der CO2-Effizienz von B. Das ist wahrscheinlich Mild-Hybrid auch zu verdanken. Genau, das kommt durch den Mild-Hybrid und ist auch eine Ausstattungsgeschichte. Natürlich muss man aufpassen, wenn man da manchmal nur 50 Kilo schwerer wird im Leergewicht. Macht direkt was aus. Ja, springst du in die C, ne? Das geht ganz schnell. Aber die Ingenieure denken sich natürlich was dabei und machen die Autos so, dass die vom Gewicht her passen, dass die Effizienzklasse B einfach auch erreicht wird. So, Hauspreis 37.000 und knapp über 400 Euro, inklusive 16%, ich guck mal gerade, inklusive 16% Mehrwertsteuer im Moment, demnächst ja 19 wieder. Leute, die das Auto sehen, wissen, was es kann mit der Ausstattung, allen drum und dran, dass du damit durch jeden Dreck kommst. Im Winter, also das ist ein Allrad, wie ihn die Kollegen, glaube ich, das Vorbild fast, oder? Ja. Die vermuten doch, der muss viel teurer sein. Ja, das ist, wenn man es wirklich mal vergleicht, ist es ein Top-Auto mit einer Top-Ausstattung und einem absolut konkurrenzlos guten Allradsystem. Das haben wir in dem Allradsystemvergleich gezeigt. Ich werde den auch irgendwann noch mal ein bisschen verfeinern mit ein paar anderen Modellen noch. Ja, das war mit diesen Laufrollen da. Genau, auch da, das werde ich mal verlinken unter das Video, dass man mal sieht. Ja. Der kommt überall raus. Genau. Das ist wirklich ein Nutzfahrzeug, den zum Beispiel die Polizei fährt, Forstbehörden, die... Also wir haben jetzt auch Stromnetzanbieter, die ihre Stromleitungen kontrollieren. Die müssen ja auch durch Wiesen und Wald fahren und die kommen all das sind die diese Stollenreifen bekommen oder ein bisschen grobstollige Reifen haben. Die fahren überall hin und die sind alle super zufrieden. Ja, wir haben sogar mit Sommerreifen ein Video gedreht im Wald. Ja. Einfach mal angucken. Denn ich sag mal, die Fahrerassistenzsysteme, ihr arbeitet mit mehreren Kameras. Genau, also wir haben für die Assistenzsysteme gibt es oben die 2 Kameras, die man jetzt hier so schön sieht. Dazwischen ist dieser Licht- und Regensensor noch zu sehen. Aber das sind die Hauptkameras für dieses adaptive Tempomatfahren. Mhm. Es gibt auch noch hinten unter den Stoßstangen, das sieht man jetzt nicht, aber irgendwann machen wir auch noch ein Video, wenn wir mal Anhängerkupplung montieren und dann zeige ich dir das mal. Da gibt es auch so Sensorik, die hier hinten dran sitzt, also mit Radar funktioniert das, die auch im Totwinkel dann stoppt. Ja, die auch in die Lenkung eingreift, die den Spurhalteassistent aktiviert. Also wenn ich auf der Autobahn fahre, auf der mittleren Spur und rechts will mich einer überholen und ich will gerade nach rechts rüberfahren, dann merkt er das und warnt mich halt vor. Ich zeige mal gerade ein cooles Detail, weil dieses Fahrzeug hat Fahreigenschaften, die so unvorstellbar sind. 20,1 Grad Böschungswinkel vorne, das hängt von der Felge ab. Da vorne steht 20,2 Grad bei 18 Zoll. Das ist aber noch gar nichts. Dann haben wir hier einen Winkel in der Mitte, den werden wir gleich mal erklären anhand einer Grafik. Und sagenhafte, hier haben wir 21 Grad Rampenwinkel. Die Leute, ich meine, wir reden hier von keinem Offroad-Fahrzeug. Ja? Wir reden von einem alltagstauglichen SUV, nenne ich es jetzt mal. Genau. Und hinten ein Böschungswinkel von 25,8 Grad. Wer jemals 25,8 Grad erlebt hat im echten Leben, der kriegt Angst. Genau. Und wir hatten ja, glaube ich, mal mit dem XH 18 Grad geschafft, wo wir da mal angefahren sind. Das war ja schon beeindruckend. Ne? So, wir reden über 25,8 Grad, hier sieht man es. Dann geht es aber richtig steil runter. Ja gut, oder hoch. Ne? Wenn ich jetzt hier das Auto mir mal vorstelle, er fährt jetzt rückwärts hier hoch. Und das ist halt der Winkel, der dann mit 25,8 Grad hier angegeben ist. Und das ist schon ordentlich. Das würde aber umgekehrt nicht mehr gehen, die 25. Wie meinst du jetzt umgekehrt? Ja, er fährt jetzt hoch und hier haben wir ja 20,1 Grad vorne. Ja, gut, hier 20,1 Grad vorne, aber rückwärts hast du halt einen größeren Böschungswinkel. Okay, das heißt, ich könnte also eine kleine Neigung, wenn ich drehen muss, zum Beispiel rückwärts problemlos hochfahren. Genau, also eher rückwärts als vorwärts in dem Fall. Gut. Also hier sieht man auch diesen Rampenwinkel. Das ist ja auch wichtig, dass er in der Mitte nicht aufsetzt. Genau. Ihr könnt ihn modifizieren. Es gibt jede Menge Zubehör. Unterfahrschutze an der Seite, gibt es das?
Also für die Seite nicht, aber für den Motor gibt es einen Alu- oder Stahlunterfahrschutz. Auch fürs hintere Differential gibt es einen Unterfahrschutz. Das ist aber mehr dafür gedacht, wenn man mal durch eine Wiese fährt und da liegt ein dicker Stein und dass man in der Mitte halt nicht die Ölwanne trifft oder irgendwas anderes beschädigt. Seitlich haben wir ja über 22 cm Bodenfreiheit. Ich zeige es mal gerade hier drunter. Da kann man also bequem drunter durchgucken. Wir steigen mal ein. Du hast Scheibenbremsen an allen 4? Ja, vorne, hinten Scheibenbremsen. Das ist ja heute Standard. Elektrische Handbremse hinten. Haben wir uns ja auch in dem anderen Video mal angeguckt, wie das funktioniert. Und ja, können wir gerne mal reinschauen jetzt. Ja, aber vielleicht ein kleines Detail. Da vorne ist eine Kamera. Ja, genau. Da haben wir in dem Seitenspiegel gibt es noch eine Kamera, die quasi den Abstand vom Reifen zum haben wir schon benutzt, da haben wir ein Video gemacht, da kannst du nämlich nach rechts gucken, wenn es steil runter geht. Zum Beispiel, ja. Habe ich schon gepackt. Genau, das haben wir schon ausprobiert. Ja. Super, ja, wir drehen schon seit einigen Jahren Videos. Hier vorne, ich mache mal auf, da ist das gleiche nochmal in grün vorne. Hier habe ich also richtig schöne, ja, die Optik genauso vorne. Ich kann komplette Flaschen reinstellen hier vorne in die Tür. Genau, da kann man also 0,7er Flasche geht da locker rein. Und ja, das ist halt, wie du schon gesagt hast, bei den Japanern halt auch so eine... Ja gut, die Autos werden auch in Amerika verkauft, muss man sagen. Da muss es ja passen. Ja, hier vorne die Applikationen, das heißt, die Fußmatten kosten wahrscheinlich extra? Nein, die sind aber auch im Sondermodell sind diese Fußmatten mit drin. Dieser tolle Aufkleber, ist der dabei? Der ist auch dabei, genauso wie alle orangenen Applikationen, die du jetzt hier um die Lüftungsdüsen siehst, auch um die Mittelkonsole. Das ist alles in diesem Sondermodell mit drin. So, das Navi. Sitzverstellung natürlich auf der Beifahrerseite auch. Elektrische Sitzverstellung. Ja. Ist das Navi, das wird wieder ausgebaut nach den Dreharbeiten oder ist das auch dabei? Nee, das ist drin. Das ist drin. Das ist riesig. Der DAB Plus ist ja Serie mittlerweile. DAB Plus haben wir auch an Bord, Apple CarPlay, Android Auto, alles drin. So, ich steige mal ein, du kommst mal mit, andere Seite. Denn, ich guck mal gerade, ob ich dann Sitz noch einen Ticken zurückkriege. Elektrisch, gell, ja. Sitz? Oh ja, es geht noch zurück. Sehr schön. Stimmt auch. Nach unten geht es auch noch, aber das ist Starlink, steht drauf. Ja. Du hast mehrere Displays im Auto? Ja, genau. Oben gibt es noch ein Infodisplay. Da kann man sich dann symbolisch anzeigen lassen. Beim Fahren haben wir aber auch schon mal gezeigt in anderen Videos, ob jetzt elektrisch unterstützt gefahren wird oder nur mit dem Benziner oder... So eine Infografik. Genau, so eine Infografik. Da ist wahrscheinlich mehrere Sachen, kann ich da zeigen. Ja, wenn ich jetzt mal so durchblätter, dann gibt es ich müsste jetzt den Motor laufen lassen, dann kann man halt hier sehen, welche Dinge aktiv sind. Steht sogar das Datum, siehst du. So, siehst du, hier zeigt er dann an, welche Dinge aktiv sind und wenn ich dann welche wegschalte, so einen Helfer wegschalte, dann geht dann ein Licht weniger. Er kann einen Spurwechselassistent ausschalten, aber der hier ist noch nicht ganz aktiviert, sehe ich gerade. Also ich kann hier noch nicht alles zeigen. Böschungswinkel kann man sich... Achso, der ist nicht freigeschaltet, der Wagen. Genau, der muss noch quasi so eine Übergabe... So, machen wir aus, bevor wir alle sterben müssen. Gut, dieser Raum ist ja spezial belüftet, muss man sagen, oder auch nicht. Ja, werden die Fenster auf, genau. Ja, die Fenster auf. Ja, gibt halt verschiedene Anzeigemöglichkeiten, unter anderem auch jetzt halt für, wo bin ich, Karte, für das Navigationssystem. Hier kann man sich auch in verschiedenen Grafiken anzeigen lassen, dreidimensional. Und Updates, wie läuft das? Ja, ist die ersten 3 Jahre kostenfrei. Und wie? Läuft über USB, beziehungsweise geht sogar über Wi-Fi inzwischen bei dem Auto. Also man kann das über WLAN machen. Ich habe sehr einfache Tasten. Da musst du meinen Meister fragen, der weiß das noch besser wie ich, so tief. Du bist auch Meister. Ja, aber ich bin immer so im Tagesgeschäft, so in diesen Dingen ganz so drin. Ja, leider keine Klimaanlage im Sondermodell. Natürlich haben wir hier eine Klimaanlage drin. Automatik? Automatik, kannst du auch getrennt regeln. Hier haben wir die beiden Drehknöpfe. Jetzt mal gucken, ob ich das noch zeigen kann. Der ist schön geworden. Gefällt mir. Ja. Jetzt diese kann man hier schön anzeigen lassen. Halt. Achso, da oben ist die Klimaautomatik. Genau, kann man auch getrennt regeln. Klimaautomatik. Links, rechts. Genau. Aber hinten nicht extra. Ne, hinten nicht. Gibt es leider hier jetzt keine extra. Das heißt leider. Also jetzt muss man kann nicht alles haben. Ne? Hier haben wir noch USB-Anschluss, auch für Apple CarPlay. Drahtlos laden? Ist noch nicht möglich hier. Ist noch nicht möglich, okay. Das heißt, hier habe ich... Hier haben wir dann Berganfahrhilfe, elektrische Parkbremse. Hier haben wir unseren X-Mode. Den haben wir ja auch schon mal gezeigt im Video. X-Mode heißt, er kommt überall raus. Genau. Elektronische Steuerung, die wirklich jedes Rad einzeln...
Ansteuert, genau. Also entweder beim Anfahren oder auch beim Bergabfahren wird das Rad angesteuert. Das halt Alle Sperren elektronisch gesteuert. Ja, wenn man so will, ist das so, ja. Genau. Es gibt ja Autos, die, ich sag mal, Hinterradantrieb elektrisch haben. Ist das hier auch so? Nee. Also wir haben hier ein Permanentallrad, 50-50 Kraftverteilung, beziehungsweise 60-40, wenn man genau ist. Aber der halt je nach Einsatz oder ja, Durchdrehen der Räder halt die Kraft bis zu 90% an eine Achse weiterleiten kann. Was vollkommen krass ist, ist das Raumgefühl. Also jetzt hast du ja oben eine Lampe drin, aber wenn jetzt hell ist, du hast unglaublich viel Licht im Auto, Ja, wenn man das will. Das kommt durch dieses riesige Schiebedach. Das ist, glaube ich, fast 80 auf 80 Zentimeter. Und selbst im Winter, wenn man nur ein bisschen Licht reinlassen will, ist das halt schon super hell dann im Auto. Ne? Multifunktionslenkrad, Lenkrad verstellbar in wie viele Achsen? Oben, unten, rein, raus. Das Kannst Sitz du elektrisch. Sitz ist schön straff oder ist das so ein italienisches? Naja, der ist schon straff und ist auch gleichzeitig noch bequem. Ich persönlich mag ja die Stoffsitze lieber wie die Vollledersitze, weil die halt jetzt auch im Winter ein bisschen schneller warm werden und im Sommer nicht so heiß sind. Sitzheizung? Haben wir natürlich auch, genauso wie die Lenkradheizung, die hier. Ja, die Lenkradheizung mit drin. Also wer die je auch erlebt mit hat. drin. Ich glaube, beim Subaru macht es auch Sinn, weil das Fahrzeug als Benziner fährt wahrscheinlich bis minus 50 Grad, oder? Ja, soweit habe ich es noch nicht probiert, aber ich denke auch in Sibirien wird der Subaru verkauft und auch gefahren. Ne? Slide, das Dach kann man öffnen, aufmachen. Ja. Mach mal auf. Ah, es geht auf. Ein Cabrio. Fast, ja, so ein bisschen Cabrio-Feeling kommt da auf. Man kann es auch, wie gesagt, ganz aufmachen, gehen noch ein Stück weiter. Jetzt ist es ganz auf, ja. Schön ist es. Ja, hier vorne habe ich dann, also Displays, ich habe es erwähnt, 3 Displays hat es drin, nämlich ein Riesendisplay in der Mitte. Ja. Auch noch eins, wenn wir jetzt die Türen mal zumachen, wenn du da. Ja, ich mache mal zu. Da ist die Heckklappe noch zu. Und die geht aber elektrisch, die kann ich. Nee, echt? Ja klar, die kann ich für hier jetzt auch mal noch. Zack. Das hast du extra aufgelassen, gibst du. Ja, natürlich. War jetzt ein schöner Gag. Ja, ist gut. Also hier haben wir auch nochmal am Multifunktionslenkrad Pfeiltaste. Da kann man halt verschiedene Dinge hier in dem Mitteldisplay sich abrufen. Unter anderem digitaler Tacho, dann so einen kleinen Bordcomputer, Durchschnittsverbrauch. Dann geht mal in den Reifendruckkontrolle. Zeigt jetzt Reifendruck, ja. online. Ja, online, ja, wenn du so willst schon. Ja. Reifendruckkontrollsystem. Oder läuft das über ABS? Nee, der hat einen Sensor. Der hat einen Sensor im Reifen, ja. Das ist ein direktes System. Ja, außerdem haben wir hier das Display für das EyeSight. EyeSight heißt, der kann den Vordermann sehen? Genau, also hier rechts das Symbol ist für den Spurhalteassistent. Das ist das sind wir eigentlich, wenn man so will. Und wenn man das dann aktiviert, im Moment ist es halt nicht aktiv, weil wir auch hier jetzt unterm Dach stehen. Dann zeigt er hier grafisch auch nochmal das Auto vor uns an, wird hier oben aber auch nochmal angezeigt, in dem dritten Display oben in der Mitte. Hier wird das auch nochmal angezeigt. Gibt es übrigens ein eigenes Video zu, ist allerdings nicht mehr vergleichbar, denn heute ist nämlich, das Display ist besser geworden. Ich meine, die ältesten Videos, die wir gedreht haben, sind schon Jahre alt, aber das haben die schon sehr lange. Keine neue Erfindung für Subaru. Funktioniert? Funktioniert prima, ist problemlos. Wir haben auch keinerlei Reklamationen oder so, das funktioniert wirklich gut. So, die Sensoren sind kaum zu sehen von innen, wenn man es nicht weiß. Hier oben habe ich ein paar Notassistenten mit drin. Was ist auf der rechten? Das ist der Notrufassistent, der muss ja in jedem neuen Modell drin sein. Das neu auf den Markt kommt schon seit 19, glaube ich. Ist eine SIM-Karte drin? Ja, genau. Und die ist jetzt noch nicht aktiv, deshalb blinkt der noch. Der erkennt zum Beispiel, wenn das Auto verunfallt, kann er sogar erkennen, wie viele Leute im Auto sitzen über die Sitzerkennung und sendet automatisch einen Notruf ab. Unabhängig davon kann ich es aber auch selbst von Hand betätigen, wenn ich einen Unfall beobachte, dass ein Motorradfahrer stürzt oder irgendwas, kann ich also sogar... Freisprechen dann? Ja, freisprech. Okay. Er weiß die Position? Genau, er weiß die Position und wie gesagt, wenn das Auto hier verunglückt, weiß er, welcher Airbag hat ausgelöst, wer hat wo gesessen und das ist für die Rettungskräfte natürlich prima. Er hat einen Airbag? Mehrere, 7 glaube ich oder noch mehr. Also wir haben Fahrer, Beifahrer-Airbag, Knie-Airbag und natürlich diese Window-Airbags bis hinten hin. Und das ist aber heute auch Standard. Ne? Aber das ist alles mit drin. Wir haben auch Sitzmemory, wir haben aber auch zusätzlich diese Müdigkeitserkennung. Was kann die? Also hier haben einen Sensor, der das Gesichtsscanner, da kann sich ein Fahrprofil ablegen. Also ich stelle mir meinen Spiegel ein, meinen Sitz ein, mein Radio, meine Heizung und scanne mich ein. Und diese Einstellung, die wird dann wieder aufgenommen, wenn der mich scannt als Fahrer.
dann wird das automatisch eingestellt. Und wenn du dich reinsetzt und hast ein anderes Sitzprofil oder auch Spiegeleinstellung etc., dann stellt er sich auf dich ein. So, das Beste ist mal Probe fahren. Das kann man jedem nur empfehlen. Also das Ding kann alles. Länge? 4,62 Meter. Höhe? 1,71. Breite? 1,82. Bodenfreiheit? 22 Zentimeter. Gut, ich lasse dich jetzt mal in Ruhe. Gut. Hast du gut vorbereitet. Nee, das weißt du auswendig. Oh, das weiß Weil die man. Fragen kommen dauernd, oder? Ja, klar. So, aber ich weiß nochmal die Länge. alles, ne? Länge nochmal? 4,62. Gut, passt in jeden Parkplatz, oder? Ja, also wir haben auch einen schönen Wendekreis, ich glaube knappe 11 Meter. Fährt sich super. Also was das Handling angeht, im Parkhaus und so, denkt man oft, diese Autos wären so groß und so schwer und die könnten es wäre so schwierig, da rumzufahren. Aber wenn man es mal ausprobiert hat, merkt man, dass das Auto wirklich sehr handlich ist. Allrad ist permanent? Permanent, immer noch Kraftverteilung 60:40 und je nach Bedarf und Einsatz wird das auf die entsprechende Achse verteilt. So, Wiederverkaufswert ist phänomenal. Du nimmst sogar uralte zurück, weil der Boxer einfach kaum kaputt zu kriegen ist. Genau. Da muss man schon irgendwas reinstreuen ins Motoröl, damit er kaputt geht. Ja, also wir sind sogar im Moment, machen wir so Aktionen, dass wir 1.500 über DAT Schwacke zahlen für einen gebrauchten Subaru und haben jetzt unsere Bestandskunden mal angeschrieben und haben richtig gute Resonanz. Viele haben natürlich auch jetzt, sind erstmal überfrachtet mit diesen neuen technischen Dingen. Wenn einer kommt, der ein Auto hat, das 7, 8, 9 Jahre alt ist, ist das natürlich schon jede Menge neue Knöpfe und Informationen. Und da muss man schon sich auch ein bisschen Zeit nehmen, sich das anzugucken. Deshalb, ich biete immer zuerst an, die Probefahrt mache ich, der Kunde sitzt nebendran, der Interessent. Und danach, dann zeige ich ihm alles, was das Auto kann und danach lasse ich ihn fahren. Und damit er sich dann Stück für Stück mit den ganzen Assistenten da auseinandersetzen kann. Ja. So, da oben ist das Brüllenfach, glaube ich, das Wichtigste von allen. Ja, das brauchen wir auch. Brauchen wir auch, finde ich nämlich cool. Mach mal zu, denn man kann komplett verdunkeln oben, gell? Ja. Jetzt beim Zumachen läuft auch der Himmel mit rein. Und wenn wenn die Sonneneinstrahlung zu stark ist, dann kann man dann natürlich auch zumachen. Oder ich keinen Bock habe. Das kann ja auch. So, ne? Oder so, das geht von der Hand. Ja, das kann Okay, man. da läuft der mit quasi. Genau, also beim Aufmachen läuft es nach hinten, beim Zumachen läuft es nach vorne und wenn es zu ist, kann ich es von Hand bewegen, wie ich will. Viele Leute sind überrascht, 37.000 € für Hauspreis jetzt für so ein Auto. Wie geht denn das? Ich meine, das Ding muss ja auch von Japan hierher. Gut, in Amerika sind die Autos wahrscheinlich schon etwas günstiger als bei uns. Es ist immer noch viel Geld, aber es ist auch viel Gegenwert für dieses Geld. Und wir haben wirklich auch mit den Garantie-Leistungen, die Subaru bietet, 5 Jahre. Top-Angebot. Und ich kann nur immer wieder sagen, steigen Sie ein, kommen Sie zu uns, fahren Sie die Autos Probe. Und erst dann kann man sich wirklich ein Bild machen über die Marke, auch unseren Service. Das muss man halt erstmal alles kennenlernen. Aber ich sag, wir haben so eine hohe Wiederkaufsquote, die ist wirklich phänomenal. Und es liegt am Produkt und auch natürlich ein bisschen an unserem Service. Team, gell? Genau, am Team, Genau. ja. Die Leute sind wirklich schon sehr lange dabei, die bei dir sind. Also sie sind gerne. Du bist ein cooler Chef. Leute kommen weit her. Nee, ist wirklich so. Wir drehen ja schon einige Jahre. Leute kommen von weit her, kaufen das Auto bei dir, obwohl ganz viele andere Händler dazwischen sind. Ja. Woran liegt denn das? Also der Erstkontakt ist wirklich immer, sind die Videos, dann vielleicht auch das Erklären in den Videos der Autos, dass man das mal ein bisschen anders macht wie normal. Und dann kommt es dazu, dass wir halt auch Probefahrten anbieten, zum Beispiel für Leute, die Anhänger fahren. Also wenn einer einen Forester probieren will mit Anhängekupplung, kann er gern kommen. Habt ihr? Haben wir, ja. Und was wir nicht haben, das machen wir irgendwie möglich. Und auch mein Verkäufer, der Herr Pilger, leistet seinen Beitrag dazu. Er ist ein super netter der gar nicht aus dem Autohandel kommt, muss man sagen. Genau. Ihr habt ja viele Leute Quereinsteiger, weil die Kunden, es geht ja nicht mehr darum, wie ist der Ölverbrauch, sondern es geht ja um ganz andere Dinge mittlerweile. Nein, die zwischenmenschliche Komponente, die spielt eine ganz große Rolle. Und der persönliche Kontakt bei Subaru zum Händler, der ist halt für viele Menschen wichtig. Und das geht halt in den größeren Autohäusern vielleicht auch hier und da mal verloren. Und das wird bei uns mit 9 Leuten halt absolut groß geschrieben, dass da... Habt ihr Rückrufaktionen böse gehabt in der Vergangenheit? Ja, böse jetzt nicht. Wir mussten die ein oder andere Airbags tauschen. Das hat aber jeder. Takata ist ein bekannter Hersteller aus Japan. Ja. Der ist ja überall in allen Japanern verbaut, auch in den amerikanischen Autos. Rückruf, oder? Millionenfach in der Welt. Da haben wir einiges gemacht. Jetzt kommt nochmal das ein oder andere Kleinkram, so PCV-Ventil, also so ein Kurbelgehäuse, Entlüftungsventil. Und so. Ich hatte jetzt ein Audi A4 Wand.
Und da gab es Rückrufaktionen, nicht mehr mitfahren. War Ehrlich? ich ehrlich, ja. Oh. War wirklich so, ich habe auch einen Leihwagen bekommen, von denen war alles super, aber ich hatte noch nie eine nicht mehr fahren. Und das war schon sehr interessant. Das ist schon stramm, ja. Ja. Also auch wenn Rückrufaktionen sind die länger dauern würden, oder auch beim Service bieten wir immer den Kunden ein Ersatzauto an, natürlich, dass sie mobil bleiben. Und auch das gehört zu unserem Standardprogramm. Ja, Edition Sport 40, wir steigen mal aus, machen die Abmoderation heute mal im Hightech-Raum, den wir natürlich mit unserem neuen Ultraweitwinkel noch viel größer gemacht haben. Hat der Michael aber verdient. Tolles Auto, tolle Lichtoptik hier vorne. Und wir drehen heute am 15. Oktober 2020 und zur Klarstellung, wir haben ein bisschen Geld dafür bekommen, aber ich habe immer das Gefühl, wenn wir zusammen drehen, ich habe es auch verdient. Es macht Spaß, mit dir zu drehen und ich freue mich schon aufs nächste Video. Ich lasse mir was einfallen. Du bist in Saarbrücken wo? In der Hohenzollernstraße 99 sind wir jetzt hier an dem Standort und der Verkauf für die neuen Gebrauchtwagen ist in der Gersweiler Straße. Ja, und hier vorne vielleicht ein kleines Argument nochmal für Subaru, 5 Jahre Garantie bis 160.000 Kilometer. Und genau dieses Auto, das wir hier sehen, hat einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von 6,7 Liter und eine CO2-Effizienzklasse B. Und das finde ich ja, ich sag mal, dafür, dass es Allrad hat, permanent in der Gewichtsklasse wirklich toll gemacht. Tschüss. Tschüss, Sven.